Welcome to the jungle. Du fragst dich jetzt vielleicht, wovon redet er denn da? Wie was Dschungel? Das liegt daran, dass ich vor kurzem umgezogen bin. Und zwar vom Zentrum von Luang Prabang raus aufs Land. Und jetzt wohne ich hier in diesem Tiny House im Dschungel von Laos, außerhalb von Luang Prabang. Und wie das aussieht, das zeige ich dir mal in diesem Video. Also, wenn du da Bock drauf hast, dann bleib mal dran. Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Wenn dich interessiert, wie das Leben, der Alltag und auch mein Leben in Laos aussieht, dann lass doch direkt mal ein Abo da. Ja, wie gerade eingangs gesagt, bin ich vor kurzem umgezogen von Luang Prabang City raus aufs Land. Ich wohne jetzt einige Kilometer außerhalb in einem Tiny House mitten im Dschungel von Laos und da mache ich heute mal eine kleine Tour mit euch, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das so aussieht. Ich hatte ja auch in der Vergangenheit schon mal ein Video gemacht von meinem Haus in Luang Prabang im Zentrum. Ich verlinke das direkt mal hier oben nochmal, falls sich das auch interessiert, wie das da aussieht. Dann schauen wir doch mal rein hier in mein kleines neues Idyll. Zunächst einmal, so ganz Dschungel ist auch nicht ganz richtig. Ich habe nämlich einen Nachbarn da hinten. Und also ich bin nicht ganz alleine hier draußen. Des Weiteren, dieses Haus, dieses Tiny House, das ist auch nicht mein Haus, also ich habe es weder gekauft noch gemietet. Das ist das Haus meiner Freundin, meiner wunderbaren Saita. Und sie hat erlaubt, dass ich hier mal eine kleine Tour mache, damit ihr mal einen kleinen Eindruck bekommt. Also wenn ihr das gut findet, dann lasst doch direkt mal einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir doch mal rein, wie das hier so bei uns aussieht. Es ist wie gesagt ein Tiny House mit einer Wohnfläche von etwa 60 Quadratmetern. Und wir leben hier auch quasi autark. Denn wir benutzen Solarstrom und Wasser, das wir vom Grundwasser hochpumpen. Man sieht das jetzt nicht mehr so gut, aber wir haben hier oben auf dem Dach eine Solaranlage. Man sieht das auch hier, die Außenbeleuchtung Solar und dann hier den Wassertank, wo wir dann Grundwasser auffangen, das ebenfalls mit einer Pumpe, mit einer Solarpumpe hochgepumpt wird. Also dementsprechend interessiert uns die Energiekrise nicht allzu sehr. Das Einzige, wo es uns halt interessiert, ist, wenn es ums Kochen geht, denn das Kochen müssen wir hier mit Gas machen. Und zwar müssen wir diese Gaskartuschen kaufen, die ihr alle sicherlich kennt. Diese Dinger hier kriegt man in Deutschland in jedem Baumarkt. Die müssen wir halt kaufen und auch der Preis hier natürlich ordentlich angezogen. Aber alles andere kriegen wir auch mit Solarstrom hin. Ja, wie ihr also erahnt, befindet sich hier in der unteren Etage die Küche. Gibt es auch nicht allzu viel zu sagen. Ganz normale Küche, eine offene Küche. Und ansonsten die Trinkwasserversorgung findet, wie auch schon in meinem vorherigen Haus, über diese Wasserbottiche statt. Diese 20 Liter Kanister. Da kommt alle paar Wochen halt so ein Wasserlieferant. Und dann kauft man halt so ein Kanister für 5000 Kip. Und ja, da kaufen wir natürlich immer direkt ein paar mehr, sodass wir ein paar Wochen gut haben, bis er dann das nächste Mal halt kommt. So in der oberen Etage, ich gehe mal hoch, befindet sich dann unser Wohnbereich. Einen Moment. Ich werde jetzt auch gar nicht groß reingehen. Das sind ja auch so ein bisschen unsere Privatgemächer. Ich denke, ihr habt da Verständnis für. Aber wenn ihr so mal kurz hinter mir reinschaut, bekommt ihr einen kleinen Eindruck. Also, wir haben hier so ein kleines Gästezimmer, so eine Nische, ein Badezimmer und dann oben drüber unser Schlafzimmer. Und dann das Highlight hier bei diesem Haus ist der Ausblick. Also, wenn ich hier im Wohnbereich sitze oder auch morgens früh aufstehe, dann schaue ich hier auf diese Landschaft. Also ihr seht, zum Fuße des Hauses fließt ein Fluss entlang und dahinter eine wunderschöne Gebirgskette. Also ihr könnt euch vorstellen, dass wenn man morgens aufsteht und die Wolken noch über den Bergen hängen, das ist schon eine ziemlich coole Atmosphäre. Und dann am Ende des Tages, wenn dann die Sonne untergeht und sich die Sonnenstrahlen auf dem Fluss spiegeln, das sieht schon richtig genial aus. Also ich schaue gerade mal, naja, in einer Stunde, anderthalb ist es wieder soweit. Freue ich mich schon drauf. Immer ein Highlight. Das Aufwachen bei dieser Aussicht und quasi das zu Bett gehen genauso. Besser als Fernsehen.
Gutes Stichwort, einen Fernseher haben wir nicht, brauchen wir nicht, braucht keiner, glaube ich. Das ist dann schon mal das Haus. Wir haben auch einen Garten. Dafür muss ich mal ein bisschen runtergehen zum Fluss. Ist nicht ganz einfach, das ist nämlich relativ steil. So, jetzt bin ich unten im Garten. Also ganz unten im Garten haben wir ein Betonfeld. Da ist halt Französin und das ist halt ein Teil ihrer Kultur. Und Beton ist auch in Laos halt schwer verankert. Und dementsprechend darf das natürlich bei keinem Haus fehlen. Des Weiteren haben wir hier unten dann auch direkten Zugang zum Fluss. Ist jetzt abgesperrt. Das ist natürlich richtig nice. Also mittelfristig bauen wir uns da vielleicht auch noch mal einen Bootsteg hin und dann kann man auch mit dem Boot in die Stadt fahren. Das wäre natürlich richtig nice. Also ich hätte da Bock drauf. Der Garten ist quasi auf mehreren Etagen angelegt. Also man sieht hier schon hinter mir direkt eine Bananenpalme. Ich hatte auch in meinem alten Haus Bananenpalmen. Ja, was soll ich sagen, die Ausbeute war da leider sehr mager, weil leider haben sich die Nachbarn oder wer auch immer sehr gerne daran bedient und letztendlich ist bis auf ein einziges Mal nichts für mich übrig geblieben. Das war natürlich super enttäuschend und dann irgendwann habe ich es auch sein lassen, weil scheinbar brauchten die Nachbarn die Bananen mehr als ich. Auf den nächsten Etagen, ich halte mal drauf, ich zeige mal, haben wir hier zum Beispiel eine Kokospalme. Wir haben hier, ich glaube, das sieht man nicht so gut, Ananas. Und dann, wenn es dann langsam hochgeht, kommen noch viel mehr. Da ist unter anderem, was haben wir da? Passion Fruit, Papaya, Lemongrass. Ich weiß das alles gar nicht. Also durchaus einiges. Und da es hier fast keine Nachbarn gibt und die Nachbarn, es ist einfach eine tolle Familie, die werden uns das sicherlich nicht wegklauen. Die einzigen, die das vielleicht machen, sind die Ziegen. Also ab und an mogeln sich die Ziegen mal hier in den Garten und dann knabbern sie natürlich gerne mal die Bäume an. Das bleibt dann halt auch nicht aus. Das gehört, glaube ich, zum Landleben dazu. Gut, dann kletter ich mal eben wieder hoch und dann gehen wir mal auf die Terrasse. Alright, zu guter Letzt die Terrasse, ebenfalls mit wunderbarem Ausblick. Ist absolut genial. Hier sitze ich oft und gerne, sei es bei einer Tasse Kaffee oder wenn ich arbeite. Also das ist auch zugleich mein Homeoffice. Viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Wie gesagt, tolle Aussicht, ruhiges, entspanntes Leben, gute Nachbarn. Und es scheint auch ein bisschen was in der Nachbarschaft gerade abzugehen. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. So ein bisschen flussaufwärts im Dorf scheint gerade eine Mordsparty abzugehen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das irgendwie hört. Die Musik ist nämlich relativ laut. Das ist relativ ungewöhnlich hier draußen. Also scheint ein ordentliches Fest zu sein. Was auch ganz charmant ist, es sind hier tatsächlich immer wieder Leute mit dem Boot unterwegs. Man sieht das jetzt gerade hinter mir. Oftmals sind das die Dorfbewohner oder einfach Fischer, die sich halt ihren Fisch hier aus dem Fluss rausziehen. Und ja, dann am Ende des Tages kann ich den Fisch quasi im Dorf kaufen oder auf dem Markt im Zentrum. Ja, jetzt wo wir so gemütlich hier auf der Terrasse sitzen, möchte ich auch mal auf zwei Fragen eingehen, die mir laufend über meine sozialen Kanäle gestellt werden. Und zwar ist die erste Frage, die häufig aufkommt, ob ich denn jetzt hier in Laos bleiben werde. Meine Antwort ist ja. Luang Prabang wird jetzt bis auf weiteres meine Homebase hier in Südostasien sein, was aber nicht heißt, dass ich auch mittel- oder langfristig Homebases in anderen Teilen der Welt haben könnte. Denn Saita und ich, wir haben beide vor, mittelfristig wieder zu reisen, auch gemeinsam zu reisen. Und dann gucken wir einfach mal, wo uns das Leben so hintreibt. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Wie immer habe ich keinen Plan. Ich lasse mich einfach treiben, genieße das Leben und das funktioniert auch gut für mich. Und das Leben ist auch gut zu mir. Das bringt mich auch direkt zur zweiten Frage. Und zwar werde ich oftmals auch gefragt, ob ich dann auch wieder mit dem Fahrrad reisen werde. Und auch hier lautet meine Antwort ja. Ich werde auch wieder mit dem Fahrrad reisen. Ich habe da auch schon Pläne, aber das noch nicht spruchreif ist. Aber wenn ihr das mitbekommen wollt, dann empfehle ich euch einfach, hier meinen Kanal zu abonnieren und auch meine anderen sozialen Kanäle, denn da spiele ich eher mal die Updates, was gerade so abgeht. Das war es dann auch von meinem neuen Dschungelhome hier in Laos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal,
hinterlasst einen Kommentar, einfach alles. Würde mich mega freuen. Der YouTube-Algorithmus findet das auch gut und dann sehen wir uns auch schon bald im nächsten Video. Also passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis bald. Erstmal.